Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Zuerst einmal an alle frohe Weihnachten und nachdem es fürs heutige Jahr das letzte Video ist, was wir hochladen werden, alle gleich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im heutigen Video geht es um das Schneiden von Zagen aus einem Block. Mehr davon wie immer nach dem Intro. Danke Tobias. Also prinzipiell gibt es da zwei verschiedene Herangehensweisen. Die erste ist die, dass die Leute im Prinzip mit einem nassen Material, wenn sie es einschneiden, schon Zagen oberschneiden. Da erlebt man dann alles Mögliche, was man nicht haben will, nämlich dass sie vertragen, dass sie werfen, dass sie verbieren. Sie trocknen schneller, das ist der einzige Vorteil. Ich selber mache es anders, wenn ich einen Baum aufschneide, dann habe ich immer Blöcke, die ich für Zagen hergekriegt habe. Oder es ist zum Beispiel dann ein Celloboden, der doch dann zu dünn ist und es geht sich kein Cello aus, dann schneide ich da eine Zagen raus. Ja? Wie schneidet man Zagen mit möglichst einem kleinen Materialverlust? Weil, wenn ich halt hergehe und der Zagen letztendlich mit 1,8 oder 1,9 mm brauche für Cello, ja, und ich schneide es mit einem Bladel auf, mit einem Kreissägebladel, das geht auch, aber dann habe ich immer, 70% Verschnitt und nur der Rest, den kann ich brauchen. Noch dazu wird es mit einer Kreissäge relativ warm. Ja? Also ich selber schneide es mit einer Bandsäge, mit einer sogenannten Trennbandsäge, ja, mit speziellen Bladeln, und die Säge bringt es halt hin, dass man auf einer Höhe, sagen wir mal von ungefähr 38 cm, nur 1 mm Schnittstärke hat und dass der Schnitt wirklich gerade ist. Und das zeige ich euch heute, ist ein sogenanntes Praxisvideo. Ja? Dafür müsst ihr aber mit mir mitkommen, weil da hinter mir steht ja keine Maschine. Also, gehen wir. Also wenn man mit so einer Bandsäge arbeitet, gibt es ein paar Kriterien. Das Bladel in dem Fall ist 75 mm breit, 0,65 dick, hat vorne Stellite drauf und hat eine Schnittstärke letztendlich von 1 mm. Und das aber auf eine Höhe bis ungefähr 38 cm geht das. Ja? Und es schneidet wirklich gerade. Ja? Es sei denn, das Holz verzieht sich ganz bisschen oder sonst irgendwas, dann riecht man es zwischendurch halt nochmal ab. Nicht? Dann geht es um die Zahnform, dass das natürlich geschärft ist, und es geht um die Blattführung oben und unten, dass das wirklich exakt trennt. Dann ist es sehr unkompliziert, dass man wirklich aus einem Holzstückel möglichst viel Zagen rausbringt, was ein paar Vorteile hat. Es kann passieren, dass der Zagen einmal beim Bieren anreißt. Ja? Dann hat man vom gleichen Holz wenigstens noch eine Reserve. Ja? Das nächste, was sein kann, ist, man braucht eine Lackmuster. Da sind solche Bretter auch irrsinnig brauchbar. Oder einmal für eine Reparatur irgendwo. Also ich bin damit immer ganz gut gefahren, dass ich sozusagen möglichst eine große Ausbeute bei möglichst wenig Verschnitt rausgeholt habe. Ja? Und es dauert zwar eine gewisse Zeit, das Schneiden, habt ihr gesehen, aber eine Säge muss man schneiden lassen. Wenn man da anfängt, zu viel Druck geben, dann wird das Bladel nicht nur schneller stumpf, sondern es fängt sich an zu verlaufen, und es kann sogar so weit gehen, dass das Bladel beschädigt wird. Ja? Die ganze Säge kommt aus Japan, so wie diese Bandsägeblätter auch. Also eins muss ich sagen, Hut ab. Eine Weltklasse-Säge von die Eckdaten her. Wie stark ist der Schnitt, wie hoch kann man schneiden, wie genau ist es. Also es ist ein Wunderwerkel. Ja, ich bin restlos begeistert von dem Ding. Ja. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich so Zagen oberschneide, auch Kontrabass-Zagen, ja, Geigen und Bratschen geht natürlich genauso, ist alles kein Thema. Man kann es, nachdem die Oberflächen so sauber ist bei der Säge, kann man das, also ich schneide es auf ungefähr 2,3 mm, 2,4 mm ober in der Stärke und der Rest wird dann gehobelt.
Ja? Und dann habe ich ganz verlässlich eine saubere Zagen, die innen und außen überall eine bearbeitete Fläche hat, ja? Und tadellos zum Verarbeiten ist. Ja? Wie ihr gesehen habt, ist es eigentlich babyleicht. Ja? Und ich freue mich, wenn wir uns im Prinzip im neuen Jahr dann bei den Videos wiedersehen. Alles dann. Viert euch und nochmal einen guten Rutsch gleich. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und zuallererst, das wird das heurige letzte Video sein, deswegen frohe Weihnachten und... Nein, warte, nochmal. Grüß euch, ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Gut, das kennen wir eh schon. Nach dem 4. Take ist vorbei. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. An alle frohe Weihnachten und nachdem es heuer das letzte Video sein wird, was wir hochladen, für heuer, ja, auch alle gleich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wer bin ich? Nochmal. Na, was soll ich jetzt tun mit dem Trottel? Ja, genau. Im heutigen Video beschäftigen wir uns damit, wie wir aus einem Block Zagen überschneiden, ja, mit möglichst wenig Materialverlust. Na, das kommt nochmal. Das mache ich nach dem Intro dann. Einsame Spitze. Halt die Pappen. Es ist übrigens nicht eine sogenannte Trennbandsäge, sondern eine sogenannte Hitachi. Ja, das ist, nein, es ist ein fachlicher Begriff, ist eine Trennbandsäge. Der geht an mich. Ja, gut. Schön. Immer wieder mal gelingt. Ja, die Säge ist so geil. Ich weiß. Ja, wenn der Papa bei was Fachlichem so drinnen ist, gell, dann da kriegt man dann noch. Ich fange jetzt einmal an. Also die Maschine kommt aus Japan, die Firma Hitachi hat die gebaut. Wieso fangst du jetzt nochmal an? Ich weiß nicht mehr genau, wo ich aufgehört habe.